Intensivstationen sind überlastet und wir schauen uns heute zusammen an, woran liegt das eigentlich? Eine einfache Antwort, wie das oft gegeben wird, ja, die Ungeimpften sind schuld. Das ist leider sehr oberflächlich und nicht richtig. Es gibt vielmehr eine Vielzahl verschiedener Gründe, an denen es liegt, und die schauen wir uns jetzt zusammen an. Und zwar habe ich hier eine Summary vorbereitet. Ein Hauptgrund ist auf jeden Fall, dass die Intensivbetten von 31.000 auf 22.000 reduziert wurden in den letzten 2 Jahren. Das liegt hauptsächlich daran, dass es zu wenig Personal gibt, aber auch daran, dass es falsche Anreize für die Krankenhäuser gab, betreibbare Betten abzubauen und eben auch nicht betreibbare Betten aufzubauen. Da wurde überhaupt viel Geld falsch investiert. Dann liegt es an den Geimpften, weil die Geimpften in der letzten Zeit sehr stark einfach das Virus weitergetragen haben. Da kommen wir gleich nochmal ausführlicher zu. Es liegt an den Ungeimpften, weil die Ungeimpften eben eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, auch auf der Intensivstation zu landen. Und es liegt natürlich an allen anderen, die auf den Intensivstationen liegen, weil auch die Plätze belegen, logischerweise. Ja, schauen wir uns den ersten Punkt etwas genauer an. Dazu haben wir hier die offizielle Grafik vom Divi-Register, wo die Zahlen in dunkelblau von den belegten Betten dargestellt sind und in hellblau von den freien Betten. Und dann gibt es hier oben noch in Türkis eine Notfallreserve. Und wir sehen hier, dass eigentlich während der ganzen Corona-Zeit, also hier von April bis jetzt 23. November, die Belegungszahlen quasi von den Intensivbetten eine gerade Linie bilden, ist sogar etwas runtergegangen. Ja? Also man kann hier jetzt nicht sagen, dass wir viel mehr Betten belegt hatten während den Corona-Wellen, sondern das ist eine gerade Linie. Es sind quasi immer gleich viele Betten belegt. Was man aber sehen kann, ist, dass die freien Betten hier von 31.000 immer weiter abgenommen haben und jetzt vielleicht noch hier bei ungefähr 22.000 sind. Und dementsprechend hatten wir natürlich hier am Anfang, wenn wir 20.000 Betten belegt hatten, hatten wir hier noch 11.000 freie Betten, also ein Drittel der Betten war frei. Und jetzt heute, wenn wir 20.000 Betten belegt haben, dann haben wir hier noch, vielleicht 2.500 freie Betten, 2.000, 2.500. Und diese 2.500 freien Betten sind eben oft auch gar nicht frei, weil der Aufwand für Corona-Patienten insgesamt höher ist, da kommen wir gleich noch zu, sodass aufgrund von mehr Pflegebedarf für diese belegten Betten hier in Blau sind diese oberen Betten nicht mehr frei, weil es die Pflege einfach nicht gibt. Ja, also erster Grund, wir haben hier die Bettenzahlen haben extrem abgenommen. Ja, zweiter Punkt, den sehen wir hier. Hier haben wir dargestellt die belegten Betten und den Anteil davon, wie viele Leute von den belegten Betten auf der Intensivstation mit Covid-19 einen positiven Covid-19-Test haben. Und wir sehen, das sind hier knapp 20% aktuell und das ist eben gestiegen in letzter Zeit. Und es gibt also, das sind nicht alles Leute, die wegen Covid behandelt werden. Leider kennen wir diese Zahlen eben immer noch nicht. Also wie viele der Leute wirklich wegen Covid jetzt auf der Intensivstation sind, ist nicht bekannt. Aber ein gewisser Anteil von denen, und der ist steigend, die kommen eben jetzt zu den normalen Patienten hinzu. Und dadurch sind die Intensivstationen voll. Was wir auch sehen, dass hier oben die Gesamtzahlen, also der belegten Betten, nicht zunimmt, obwohl da ja noch Betten frei sind. Das hat zwei Gründe. Das eine ist regional unterschiedlich. Manche Krankenhäuser sind voll und können dann nicht Patienten auf weit entfernte Krankenhäuser auslagern, die vielleicht noch ein Bett frei haben. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, dass die Pfleger eben, wie vorhin schon erzählt, mit den Corona-Patienten mehr zu tun haben und deswegen die als frei angegebenen Betten hier nicht zwangsläufig wirklich frei und betreibbar sind. Ja, der nächste Grund, warum die Intensivstationen so überlastet sind, ist, dass einfach durch Corona mehr zu tun ist. Die Gründe habe ich hier einmal aufgeführt. Und zwar einmal auch bei Hitze im Sommer müssen Masken getragen werden, es müssen Schutzanzüge getragen werden, es müssen vermehrt Desinfektionen durchgeführt werden. Die Covid-Patienten müssen von anderen getrennt werden. Und das alles führt dazu, dass man einfach einen höheren Arbeitsaufwand hat. Es gibt zusätzlich dann durch diesen höheren Arbeitsaufwand krankheitsbedingte Ausfälle, also erhöhte Ausfälle. Und es wurde festgelegt von Jens Spahn, dass es höhere Löhne gibt für die Angestellten. Und dementsprechend werden jetzt in vielen Krankenhäusern einfach weniger Leute für die gleiche Arbeit angestellt, sodass die einfach die Kosten gleich halten, sodass der Stress oder der Aufwand quasi noch höher wird für die
angestellt sind und noch arbeiten. Dazu kommt eine schlechte Bezahlung und einfach insgesamt schlechte Arbeitsbedingungen. Und das führt eben auch dazu, dass Leute gekündigt haben. Und das ist eben auch der Grund, weshalb, wie wir das hier oben gesehen haben, die betreibbare Bettenzahl so massiv zurückgegangen ist. Das ist mit einer der Hauptgründe, weil es einfach weniger Personal gibt. Genau, das alles sind Punkte und das ist jetzt ziemlich wichtig, wo man auch was hätte machen können. Also die Politik hat das ja in der Hand, die hätte da Gelder bereitstellen können, dass einfach mehr Leute ja, in den Krankenhäusern arbeiten können und dass der Stressfaktor nicht so hoch ist, dass man diese Kündigungen vermeidet und dass man auch die Arbeitsbedingungen verbessert. Und da ist eben Geld in ganz falsche Richtungen geflossen. Hier nochmal ein Beispiel, ja, harte Fälle von Corona-Patienten müssen alle 16 Stunden gewendet werden. Damit sind 5 Pflegerinnen und Pfleger oder Pfleger dann mehr als eine Stunde beschäftigt. Und ja, solche Sachen kommen eben einfach noch dazu. Ja, dann hatte ich genannt, die nächsten 2 Punkte sind die finanziellen Anreize. Einmal gab es finanzielle Anreize für nicht betreibbare Betten und das war im März 2020, da wurde ein Förderprogramm aufgelegt, wo jede Klinik 50.000 € für jedes neue Intensivbett bekommen hat. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie viel Sinn das macht. Ja? In den Industrieländern gibt es pro 100.000 Einwohner im Schnitt 12 Intensivbetten. USA, Kanada, Frankreich sind hier mal genannt, 13 bis 16 und Deutschland hat schon 34 Betten Anfang März gehabt. Also Faktor 3 vom Durchschnitt in den Industrieländern. Trotzdem war man der Meinung, Deutschland hat zu wenig Betten und hat entsprechend hier Geld für zusätzliche Betten angeboten. Ja, diese 686 Millionen €, die entsprechen ungefähr 13.700 Intensivbetten, die man eben zusätzlich davon anschaffen kann. Und das Ganze ist auch größtenteils passiert. Allerdings sind diese Betten einfach nicht betreibbar. Und das sehen wir auch in der Statistik hier oben, was ist passiert. Ja, es wurden hier bis auf 40.000 die Intensivbetten aufgestockt. Aber das Ganze gilt als Notfallreserve und die sind alle nicht betreibbar. Und wir sehen eben auch, es sind nicht nur die nicht betreibbar, sondern die betreibbaren Betten sind zusätzlich zurückgegangen. Das heißt, hier diese Notfallreserve, die hat eigentlich gar nichts gebracht. Ja, viel besser wäre es gewesen, man hätte dieses Geld in bessere Pflegebedingungen gesteckt und hätte dafür gesorgt, dass hier unsere blaue Linie von den freien Betten einfach gleich bleibt. Also das war eine absolute Fehlinvestition und jetzt haben wir noch weniger Betten, obwohl da sehr, sehr viel Geld für ausgegeben wurde. Eine zweite große Fehlinvestition waren Ausgleichszahlungen. Und zwar hat man festgestellt, ja gut, es kann ja sein, dass Krankenhäuser jetzt OPs verschieben müssen wegen den Corona-Patienten und dafür gibt es Ausgleichszahlungen. Und für die Bedingung für diese Ausgleichszahlung war, dass eben weniger als 75% der Intensivstationen Betten frei sind. Und zwar nicht nur für ein Krankenhaus, sondern für eine gesamte Region. Und dass gleichzeitig die 7-Tage-Inzidenz über 50 liegt. Und an der Inzidenz kann man jetzt nichts machen, aber natürlich schauen dann die Krankenhäuser insgesamt, dass sie ihre freie Kapazität kleiner als 25% haben. Ja, jeder denkt sich, na pass auf, wir melden alle irgendwas, vielleicht maximal 15 oder 20 und dann kommen wir auch als gesamter Kreis da drauf. Ja, das heißt, hier gibt es sehr, sehr hohe finanzielle Anreize, einfach keine freien Betten zu haben oder wenig freie Betten zu haben. Und das ist eben das, was man auch sieht. Ja? Die Anzahl der freien Betten hier vorne waren eben noch, ja, kann man sagen, 35% der Betten frei. Ja? Und wenn man jetzt natürlich einen Anreiz schafft und sagt, ja, pass auf, ihr kriegt nur Geld, wenn ihr weniger als 25% der Betten frei habt, dann werden eben einfach weniger freie Betten gemeldet und es wurden extrem hohe Gelder sind hier geflossen. Und da hat der Bundesrechnungshof auch einiges zu geschrieben, ja, und zwar sind es hier 10,2 Milliarden €, die geflossen sind als Ausgleichszahlung an die Krankenhäuser, zusätzlich zu dem, was sie sonst an Einnahmen haben. Und sonst an Einnahmen haben sie, die sonstigen Einnahmen haben sich von 80,2 Milliarden auf 81,5 Milliarden erhöht von 2019 auf 2020. Und gleichzeitig ist aber
die Auslastung von 75,1% auf 67,3% gesunken und auch die Intensivstation-Auslastung ist von 69,6 auf 68,6% gesunken. Das heißt, die Krankenhäuser haben A, weniger Patienten insgesamt gehabt, haben B, weniger Patienten auf den Intensivstationen gehabt, haben C, mehr Geld von den Krankenkassen bekommen für das Jahr 2020 und haben dann D, obendrauf nochmal 10 Milliarden Euro Ausgleichszahlungen bekommen. Und diese Ausgleichszahlungen, die gehen quasi in den Gewinn des Krankenhauses. Ja, das wird auch vom Bundesrechnungshof entsprechend bemängelt. Was man hier viel besser hätte machen können, wäre diese 10 Milliarden Euro und auch diese 686 Millionen Euro hier oben, statt die in irgendwelche Ausgleichszahlungen oder in Betten, die dann sowieso nicht belegt werden, zu stecken, hätte man die in zusätzliches Pflegepersonal investieren können, sodass einfach die Belastung der Pfleger nicht so hoch ist und dass die Pfleger einfach die Anzahl der Pfleger gleich geblieben wäre, dass wir hier quasi permanent unsere 31.000 oder hier 28.000 betreibbaren Betten permanent gehabt hätten. Also hier zu diesem Sprung habe ich gelesen, dass es daran liegt, dass diese Betten hier wohl nie richtig betreibbar waren, aber erst hier die Möglichkeit gab, diese Notfallreserve anzugeben. Deswegen waren das hier wohl immer schon auch hier vorne 28.000 betreibbare Betten. Aber die hätte man ja, wenn man die Arbeitsbedingungen verbessert hätte, hätte man die behalten können. Und mit 10 Milliarden Euro, ich habe das mal ausgerechnet, was man da hätte machen können. Ja, davon hätte das Intensivpersonal für 30.000 Betten für 5 Jahre bezahlt werden können. Ja? Also das heißt, mit diesen 10 Milliarden Euro hätten wir 5 Jahre unser Personal auf der Intensivstation verdoppeln können. Und ja, also man sieht, hier fließt viel Geld, verpufft in irgendwelchen Privatkrankenhäusern, die Gewinne verschreiben. Das Gegenteil passiert für die Kranken, für die betreibbaren Betten, für die Pfleger. Der Stress wird immer größer, die Belegungszahlen sind einfach zu hoch, können nicht mehr gehandelt werden, weil hier einfach Gelder komplett in die falsche Richtung fließen von der Politik aus. Also die Politik hat hier massiv Einfluss und man muss einfach sagen, das ist hier massives Politikversagen, dass wir jetzt aktuell diese Situation in den Krankenhäusern haben. Eben zusammen mit den anderen Gründen, die wir schon genannt haben und zu denen wir jetzt auch noch weiterkommen. Der nächste Grund sind die Geimpften, und zwar die Geimpften, weil die in den letzten Wochen das Virus einfach extrem stark verbreitet haben. Wieso? Und zwar gibt es eine Studie, man hat herausgefunden, dass also Geimpfte genauso ansteckend sind wie Ungeimpfte. Und ja, in der Allgemeinheit ist es nicht bekannt. Auch die Gesetze von der Politik gehen überhaupt nicht in die Richtung, obwohl das mittlerweile schon länger einfach eine Tatsache ist. Und die Geimpften treffen sich aber permanent eben ohne Maske, ohne Abstand, auch ohne zu testen, ob sie positiv sind oder nicht. Und man weiß eben, dass sie genauso positiv sind, den Virus genauso weitertragen. Und insbesondere ist das kritisch, wenn sie dann in die Altenheime gehen. Ja, sie denken, sie sind geschützt. Sie denken auch, die Oma ist geschützt, die ja auch geimpft ist. Und tragen dann den Virus in die Altenheime. Und das Tragische ist, dass eben auch die alten Leute mittlerweile nicht mehr geimpft sind. Das ist eine zweite Studie, also zu den beiden Studien, das sind ganz wichtige Studien, mache ich auch nochmal getrennte Videos. Aber das ist eine zweite Studie, die wirklich aufzeigt, nach 6 Monaten fängt das bei den alten Leuten an, dass der Impfschutz negativ wird. Das heißt, dass die häufiger krank werden, weil sie geimpft sind. So zwischen 6 und 8 Monaten. Das ist dann nach Alter und Vorerkrankung und so weiter. Und viele von den alten Leuten haben gerade jetzt ihre Impfung eben schon 6 Monate oder 8 Monate in der Vergangenheit. Das heißt, die sind jetzt anfällig, die sind also nicht mehr geschützt durch die Impfung. Gleichzeitig denken die ganzen Geimpften, sie wären geschützt und gehen in den Altenheimen die Leute besuchen. Also wir haben hier verschiedene Punkte, die zusammenkommen. Ja? Einmal, dass der Impfschutz nachlässt, dass hier überhaupt keine Aufklärungsarbeit oder dass eigentlich statt die Fakten zu nennen, wird Impfpropaganda gemacht. Es wird gesagt, lasst euch alle impfen, ja, das ist das Allheilmittel. Und das ist es nämlich leider nicht und führt zu dieser gefährlichen Situation und zu diesen starken Anstiegen
der Fälle, die wir in den letzten Wochen haben, dass die Geimpften denken, sie sind geschützt und ja, sich eben ohne Maske, ohne Tests treffen und dann die alten Leute anstecken, die eben auch nicht mehr geschützt sind. Das führt zu diesen hohen Zahlen, die wir haben. Also die Geimpften haben hier einen großen Anteil dran. Und die Ungeimpften haben natürlich auch einen Anteil, weil ich meine, es ist nicht verkehrt, ja, es sind aktuell mehr Ungeimpfte auf den Intensivstationen prozentual als Geimpfte. Aber diese Zahlen werden auch prozentual immer weniger, ja, also aktuell, die neuesten Zahlen sind schon 44% der über 60-Jährigen auf der Intensivstation sind geimpft. Und in der Bevölkerung sind 86% der über 60-Jährigen geimpft. Das heißt, es sind deutlich mehr prozentual Ungeimpfte auf der Intensivstation, aber es ist schon, ja, mittlerweile schon nah dran mit den 44% von diesen 86%. Genau, aber nach wie vor, wie gesagt, sind mehr Ungeimpfte auf den Intensivstationen. Vor 2,5 Monaten zum Beispiel waren das 10% der über 60-Jährigen, die auf der Intensivstation lagen und geimpft sind. Da kann man also sehen, in 2,5 Monaten ist es von 10 auf 44% angestiegen. Und wenn man jetzt nicht boostert, wenn die Alten jetzt keine Boosterimpfung bekommen, dann wird dieser Anteil ganz schnell, also vermutlich in 2,5 Monaten hier eben auch, wird man sehen, dass dann auch 86% der über 60-Jährigen geimpft sind, genau wie es in der Bevölkerung auch der Fall ist. Also die Boosterimpfungen sind jetzt für die älteren Leute wichtig oder entsprechend andere Maßnahmen, sich zu schützen. Ja, und als letzter Grund, woran liegt es? Natürlich an allen anderen auf den Intensivstationen. Ja, es wird jetzt viel gesagt, naja, die Ungeimpften sollen sich doch impfen lassen. Das ist sicherlich eine Möglichkeit unter vielen, diese Überlastung zu reduzieren. Man muss aber auch sehen, aktuell sind 80% sind nicht wegen Corona auf den Intensivstationen. Und dann schauen wir mal, wer liegt denn da? Ja? Es gibt im Jahr 120.000 Tote wegen Zigaretten. Ja, wenn man mal vergleicht, es gab 30.000 Corona-Tote im Jahr 2020. Jetzt, das Jahr 2021, sind es mehr, vielleicht 60.000, genau weiß ich es nicht. Ja? Also Leute, die dann ja, mit Corona sterben. Ja? Wie viele dann wirklich an Corona sterben, weiß man ja auch nicht so genau. Aber mal zum Vergleich, ja, so 30.000 und hier 100 sind also viel, viel mehr. Ja, also man könnte auch mal das Rauchen verbieten. Ja, genauso sind zwischen 20.000 und 70.000 Alkoholtoten. Ja, man könnte Alkohol verbieten. Ja, es gibt 350.000 Herz-Kreislauf-Tote pro Jahr. Man könnte Sport vorschreiben, man könnte gesündere Ernährung, man könnte Stressreduktion. Man könnte so vieles machen, ja, um diese Zahlen auf den Intensivstationen, wenn man meint, die sind zu hoch, zu reduzieren. Das alles wird nicht gemacht, ja, wird gesagt, ja, die Leute dürfen doch rauchen, natürlich dürfen die rauchen, ja, die Allgemeinheit muss die Kosten zahlen, aber wenn jemand sagt, ich möchte mich nicht impfen lassen und dann auf der Intensivstation landet, dann ist das auf einmal ganz schlimm und der ist an allem schuld. Also hier wird so ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen. Kurzfristig hilft auch das Impfen nicht, ja, für die aktuelle Welle, bis genug Leute geimpft sind und die Impfung wirkt, das hilft jetzt für die aktuelle Welle sowieso nicht mehr. Also da ist das Argument sowieso zu spät. Und langfristig kann man eben auch an diesen anderen Zahlen hier drehen. Und da muss man sich wirklich überlegen, wo machen Maßnahmen. Ich fasse es nochmal zusammen. Woran liegt es, dass die Intensivstationen überlastet sind? Wir haben einmal die Reduktion der Betten von 31.000 auf 22.000, eben die Bedingungen für das Pflegepersonal und Gelder, die falsch geflossen sind. Das alles sind politische Themen, die hätte man längst angehen können. Das wird von der Opposition auch massiv bemängelt. Ist einfach grottenschlecht, was da passiert, kann man nicht anders sagen. Dann sind natürlich die Geimpften schuld, weil sie eben das Virus genauso weitertragen wie Ungeimpfte. Dazu nochmal in einem anderen Video mehr. Und weil sie aber denken, dass sie geschützt sind und in die Altenheime gehen und eben gleichzeitig die Alten mittlerweile nicht mehr geschützt sind. Ja, auch dazu gibt es Studien, dass der Impfschutz eben nachlässt nach 6 bis 8 Monaten und dann auch sogar negativ wird. Und die Geimpften übertragen eben jetzt massiv ohne Test, weil sie ohne Tests rumlaufen und ohne Maske. Und ja, in Köln wird Karneval gefeiert, ja, übertragen massiv dieses Virus weiter. Es liegt auch an den Ungeimpften, weil einfach die Ungeimpften häufiger auf der Intensivstation landen als die Geimpften. Vor ein paar Wochen war das noch ungefähr 10-mal häufiger, das wird aber immer weniger.
Und wenn es jetzt keine Boosterimpfungen gibt, dann ist es in ungefähr 2, maximal 3 Monaten landen die Ungeimpften nicht mehr häufiger auf den Intensivstationen als die Geimpften, sondern dann würde sich das Ganze umkehren, weil der Impfeffekt dann negativ wird. Aber wenn man jetzt genug alte Leute boostert, also hauptsächlich sind es die Alten, die auf den Intensivstationen landen, dann kann man das vielleicht auch verhindern. Und es liegt eben natürlich an allen anderen, die auf den Intensivstationen liegen. Und zwar könnte man eben auch diese Zahlen reduzieren. Ja, also rauchen muss keiner, Alkohol trinken muss auch keiner. Und die Herz-Kreislauf-Toten, die wir jedes Jahr haben, das liegt zum großen Teil eben mit an Dingen wie Stress, ungesundem Essen, wenig Bewegung, man kann auch sagen an Übergewicht, und 53% der Deutschen sind übergewichtig, also ist wirklich auch eine Zahl, an der man was tun könnte. Ja, und man muss natürlich sagen, die sterben eben nicht nur, die landen auch auf der Intensivstation vorher und belegen dann Intensivstationbetten. Ja, also insgesamt eine Vielzahl von Gründen, auch eine Vielzahl von Punkten, an denen man etwas machen kann. Und jetzt zu sagen, die Ungeimpften sind schuld, wie das ja sehr, sehr oft in der Öffentlichkeit, ja, das Bild, was erzählt wird, was vermittelt wird, das ist einfach falsch, sondern es gibt eine Vielzahl von Gründen und man könnte sicherlich an einer Vielzahl von diesen Punkten, könnte man etwas tun. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder abonniert den Kanal und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.